Laos befindet sich jetzt seit über 3 Monaten im Lockdown. Und was das bedeutet, insbesondere fürs Reisen und auch wie Laos mit Superspreadern umgeht, darüber spreche ich heute in diesem Video. Hallo und mäßig sonnige Grüße aus Laos. Wenn du das erste Mal hier auf meinem Kanal bist, dann lass doch direkt mal ein Abo da und drück auch die Glocke, damit du immer Bescheid weißt, was gerade in Laos abgeht und wie überhaupt das Leben hier in Laos so aussieht. Wie eingangs schon gesagt, befindet sich Laos seit über 3 Monaten im Lockdown. Und die Situation stellt sich sehr gemischt im Land dar. Also ich selbst befinde mich ja in Luang Prabang im Norden des Landes und hier ist die Lage und die Situation sehr ruhig. Hier gibt es keine aktuellen Corona-Fälle und das auch schon seit Wochen nicht. Dementsprechend sind die Maßnahmen hier auch sehr locker. Im Süden des Landes hingegen sieht das ganz anders aus, insbesondere in den Provinzen Champasak und Savannakhet. Da reisen nämlich jeden Tag Hunderte von Migrant Workers aus Thailand ein, die halt ihrer Arbeit in Thailand nicht mehr nachgehen können und jetzt in die Heimat zurückkehren. Und dementsprechend tauchen da aktuell sehr, sehr viele Fälle auf. Also wir reden hier von täglich im Schnitt zwischen 150 bis 300 Fällen. Und das ist für so ein kleines Land wie Laos eine Menge. Und was ich jetzt zuletzt in den Nachrichten gelesen habe, dass im Schnitt 30 bis 35% dieser Migrant Worker, die nach Laos zurückkehren, dass die infiziert sind mit Covid. Das ist natürlich eine alarmierende Zahl meines Erachtens. Aber von dem, was ich bisher mitbekommen habe, sind genug Kapazitäten da unten vorhanden, um diese Menschen zu versorgen und auch in Quarantäne zu verfrachten. Also das sind schon mal gute Nachrichten, aber diese 30 bis 35% sind natürlich schon eine amtliche Nummer, muss man mal ganz klar sagen. Vor allem dahingehend, weil Thailand ja in einigen Teilen wieder öffnet. Also ich denke da zum Beispiel an das Sandbox-Programm auf Phuket und die Migrant Worker, die laotischen Migrant Worker, die zurückkehren, das sind in der Regel Menschen, die halt in der Tourismusbranche unterwegs sind. Ja, und dementsprechend schaue ich natürlich auch gespannt darauf, wie sich die Situation in Thailand verändert. Denn das ist ja eigentlich auch die Richtung, in die ich weiterreisen möchte, nach Möglichkeit. Also ursprünglich wollte ich ja weiter nach Kambodscha und dann nach Thailand, aber aus Kambodscha hört man eigentlich wenig, deswegen habe ich da nicht viel Hoffnung und schaue da eigentlich eher auf Thailand. Dementsprechend habe ich da gemischte Gefühle, muss ich ehrlich sagen. Also es ist natürlich eine positive Entwicklung, dass Thailand was versucht, um sich zu öffnen, aber dann auf der anderen Seite, dass dann wirklich so viele Menschen, ja nicht nur die laotischen Migrant Worker, sondern ja auch die Zahlen in Thailand selbst, die sind ja am explodieren. Ja, das ist eine Sache. Eine andere Sache, ein sehr interessanter Fall. Ich glaube, ich hatte da auch in der Vergangenheit mal drüber gesprochen. Und zwar gab es nach dem laotischen Neujahrsfest ein paar Menschen, auf die die zweite Welle hier aktuell zurückzuführen ist. Und die wurden dann damals verhaftet und denen wurde jetzt der Prozess gemacht. Und das ist ein sehr prominenter Fall. Die Leute von euch, die mir zufällig auf Twitter folgen, das sind nicht viele, haben das vielleicht schon gesehen. Da habe ich den entsprechenden Zeitungsartikel vor einigen Tagen schon mal geteilt. Und zwar ist das der Fall Tina. Und die besagte Dame, da wurde, wie gesagt, der Prozess gemacht. Und da sie als Superspreader identifiziert wurde und dementsprechend halt viele Menschen infiziert hat und dementsprechend natürlich auch einen gewissen Schaden angerichtet hat, wurde sie jetzt zu 3 Jahren, 7 Monaten und 15 Tagen Gefängnis verurteilt. Und dazu noch eine Strafgebühr von 27,5 Millionen. Also 27,5 Millionen entspricht 2.750 Euro in etwa. Klingt jetzt im ersten Moment nicht viel, aber das ist hier richtig viel Geld. Und sie war natürlich nicht die einzige, der Prozess gemacht wurde. Es waren noch ein paar weitere Beteiligte, denen auch der Prozess gemacht wurde. Hier ist eine Dame, die wurde zu über 5 Jahren verurteilt und nochmal 52,5 Millionen Kip Strafgeld. Denn hier ein ehemaliger Polizist, der wurde auch zu 3 Jahren, 7 Monaten und 15 Tagen Gefängnis verurteilt und auch nochmal 27,5 Millionen Kip. Denn hier ein Bootfahrer, der halt Menschen illegalerweise über den Mekong geschippert hat, der hat auch eine Gefängnisstrafe bekommen von 1 Jahr, 7 Monaten, 15 Tagen und nochmal 25 Millionen Kip Strafgeld. Und noch ein weiterer Bootsfahrer, der ebenfalls Leute illegal über den Mekong transportiert hat. Und der hat auch nochmal
1 Jahr und 6 Monate Gefängnis und auch 25 Millionen Kip Strafe aufgebrummt bekommen. Das ist schon mal eine Ansage. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll, dass man Menschen verurteilt und in das Gefängnis steckt, die halt Covid hatten und letztendlich als Superspreader identifiziert wurden. Ich finde, es ist ein sehr schwieriges, sehr sensibles Thema. Könnt mir gerne mal in die Kommentare unten drunter schreiben, was ihr davon haltet. Haltet ihr das für richtig? Ist das angemessen, dass Menschen hier bis zu 5 Jahre ins Gefängnis müssen, weil sie als Superspreader identifiziert wurden? Da würde mich wirklich mal eure Meinung interessieren. Ja, was das Reisen angeht, denn das ist eine Frage, die wird mir ständig gestellt. Wie sieht es aus mit dem Reisen im Land oder auch mit dem Weiterreisen für mich selbst? Also, hier im Norden von Laos gibt es, wie gesagt, fast keine Fälle. Es gibt immer mal vereinzelt Fälle in Luang Namta oder in Bokeo, also im Nordwesten des Landes. Die entsprechende Provinz ist eine Red Zone, also da kann man nicht hinreisen. Aber grundsätzlich kann man überall im Land reisen, was eine Green Zone ist. Eingangs habe ich ja schon gesagt, dass im Süden des Landes viele Fälle auftauchen aufgrund der Migrant Workers. Dementsprechend gibt es da auch mehrere Provinzen, die Red Zone sind. Da kann man dann auch nicht hinreisen. Aber abgesehen davon kann man eigentlich fast überall im Land hinreisen. Die Hauptstadt Vientiane war ja lange Zeit Red Zone und mittlerweile ist das quasi clean und da kann man sich auch wieder frei bewegen und überall hinreisen. Das ist ja auch mal was Positives. Was das internationale Reisen angeht, naja, habe ich ja gerade eben schon angedeutet, Richtung Thailand kann man prinzipiell einreisen, aber auch nur rein fliegen, also in diese Sandbox-Region, sowas wie Phuket. Die Landesgrenzen sind aber nach wie vor geschlossen. Also ich kann jetzt nicht nach Thailand mit dem Fahrrad einreisen und es können auch keine Touristen hier nach Laos einreisen. Also wer die Hoffnung hat oder hatte, jetzt in näherer Zukunft hier nach Laos zu kommen, das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen verschieben. Wann Laos öffnen wird, das ist auch völlig ungewiss. Also da hält sich die Regierung auch sehr bedeckt. Also ich sehe da eigentlich nichts in den Nachrichten. Schwer zu sagen. Also denn diese Frage wird mir ständig gestellt und da habe ich keine Antwort drauf. Also da muss man einfach die Nachrichten beobachten. Das kann nächsten Monat sein, das kann aber auch nächstes Jahr sein. Also das ist wirklich schwer zu sagen. Also aus persönlichen Gesprächen mit Leuten vor Ort, die halt auch so in der Tourismusbranche unterwegs sind, da ist so die Abschätzung oder die Hoffnung, muss man vielleicht eher sagen, dass vielleicht zum Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres sich da was tut und dass da sich die Grenzen öffnen und dass so internationaler Tourismus wieder möglich ist. Was ja auch wünschenswert wäre für viele Menschen hier, gerade in Luang Prabang, denn die meisten Menschen hier sind in Hotels beschäftigt oder in Restaurants oder in anderen Businesses, die irgendwie mit dem Tourismus zu tun haben, ob es jetzt irgendwelche Tour-Agencies sind und so weiter. Also, keine Ahnung, wie und wann es da weitergeht, keine Ahnung, wie und wann ihr hier Richtung Südostasien reisen könnt. Also wenn ihr wirklich Richtung Südostasien reisen wollt, empfehle ich, schaut mal Richtung Thailand. Da ist ein bisschen was möglich. Ob das jetzt interessant ist für euch, weiß ich nicht. Für mich persönlich wäre es jetzt nicht interessant, aber die Geschmäcker sind ja verschieden. Ja, so viel dazu. So viel zur aktuellen Lage hier in Laos und drumherum. Hoffen wir mal, dass sich das bald ändert. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen und bis die Tage.